Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: erstes Gameplay zeigt Ashes of the Singularity 2, Dawn of War 4 startet Playtest, The First Explorers mit November-Update, Demo für Nova Roma erschienen, Flotsam jetzt mit Full Release, Roadmap für Explorers of Esma und Total War Medieval 3 angekündigt. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Zudem kann ich euch seit über einem Jahr ein monatliches Gewinnspiel anbieten, bei welchem sich der Gewinner anschließend ein Spiel seiner Wahl aussuchen darf. Einfach draufklicken, meine Daumen sind für euch gedrückt. Mit Ashes of the Singularity 2 steht 2026 das nächste große RTS-Highlight an. Der Titel orientiert sich ganz klar am guten alten Supreme Commander und lässt euch dementsprechend gigantische Massenschlachten führen. Um euch das Ganze ein bisschen schmackhafter zu machen, wurde jetzt ein erster direkt aus der Engine entnommener Ingame-Trailer veröffentlicht, der vor allem eindrucksvoll belegt, wie viele Einheiten später gleichzeitig über euren Monitor flitzen werden. Das fertige Spiel soll dann sowohl Solisten mit einer großen Kampagne wie auch Multiplayer-Spieler abholen, welche dann Lobbys für bis zu 8 Spieler vorfinden werden, die auch für Koop und Co. mit Bots gefüllt werden können. Einen Termin oder gar groben Zeitraum gibt's allerdings noch nicht. The galaxy lies shattered. The Blood Ravens stand alone. We fight. We bleed. We die. Weiteres Highlight 2026 ist mit Sicherheit Warhammer 40k Dawn of War 4. Mit etwas Glück könnt ihr hier allerdings schon via zweiten Closed Alpha Test vom 12. bis zum 15. Dezember reinzocken. Um eure Chance zu wahren, müsst ihr lediglich den Dawn of War 4 Newsletter abonnieren, dessen Anmeldelink ihr zum Beispiel in den letzten Steam News des Spiels findet. Dawn of War 4 will wieder back to the roots gehen und euch dementsprechend ein klassisches RTS mit Basenbau und anschließenden taktischen Massenschlachten bieten, was vor allem Fans des ersten Teils freuen dürfte. Entwickelt wird das Spiel übrigens vom Bremer Entwicklungsstudio King Art und ist daher auch ein Titel, der massiv von der deutschen Games-Förderung unterstützt wird. Only one thing is certain. War has returned to Kronos. Wie jeden Monat hat uns ein Mandev Sebastian Buchwald über den aktuellen Entwicklungsverlauf für den sehnsüchtig erwarteten Die Siedler-Nachfolger auf Basis von Die Siedler 3 und 4 veröffentlicht. Ganz so spektakulär war es diesen Monat zwar nicht, Dinge wie ein perfekt funktionierender Ressourcenbroker, der die Warenverteilung steuert und dementsprechend später hoffentlich dann nicht für Frust sorgt, sind aber in einem Siedler-like-Spiel extrem wichtig. Daher werden jetzt zum Beispiel Baustellen mit einer höheren Prio beliefert als produzierende Gebäude. Ansonsten standen GPU-Optimierungen für Schatten und Reflexionen im Vordergrund, sowie generelle Quality-of-Life-Optimierungen und das übliche Bugfixing. Wenn alles so geräuschlos weiterklappt, steht uns 2026 eine erste Demo ins Haus, wo sich dann endlich jeder selbst ein Bild über das Potenzial des Hoffnungsträgers machen kann. Kurz vor Release hat der römische Citybuilder Nova Roma am 5. Dezember eine Demo erhalten. Ich hatte es ja schon mal angesprochen. Der Titel hat so unfassbar viel Potenzial, geht mit seiner Release-Strategie so knapp nach der Anno 117 Pax Romana Veröffentlichung aber ein großes Risiko ein.
Falls ihr also mit Anno schon durch sein solltet und es euch nach einem ähnlichen Citybuilder im alten Rom dürstet, dann könnt ihr euch den Teil jetzt immerhin schon mal anschauen. Finaler Release bzw. Early Access Start ist dann am 22. Januar 2026. Mit Flotsam hat hingegen diese Woche ein anderer Citybuilder den Early Access verlassen. Hier baut ihr auf dem Meer mit den Überresten der einstigen Zivilisation eine neue Siedlung auf, was sicher nicht nur zufällig an Waterworld erinnert. Auch wenn der Artstyle sicher nicht jedermanns Sache ist, sieht das Ganze bei näherer Betrachtung doch schon sehr stimmig aus. Bis zum 18. Dezember ist Flotsam außerdem mit 11,50 € auch preislich stark auf Steam reduziert. Neben The First Explorers entsteht mit Explorers of Esma noch ein zweiter Siedler-like-Titel, welcher zwar einen anderen Ansatz verfolgt, sich aber ebenfalls klar an die Siedler 3 und 4 abarbeitet. Das noch völlig unter dem Radar laufende Spiel hat diese Woche eine Roadmap spendiert bekommen und hat daher jetzt auch einen groben Release-Termin für den Early Access mit dem ersten Quartal 2026 erhalten. Bis zum Release sollen die Römer vollumfänglich spielbar sein. Außerdem soll der Titel direkt zum Start einen Multiplayer-Modus für bis zu 8 Spieler unterstützen. Nach dem Early Access Start sollen dann die Wikinger als zweites Volk folgen und sogar zeitnah ein Karteneditor verfügbar gemacht werden. Kann man sich als Siedler-Fan also locker mal zumindest auf die Wishlist packen. We rule by divine right. Das Highlight der Woche war dann aber wohl die Ankündigung zu Total War Medieval 3 anlässlich des 25. Geburtstags der Serie, was schnell für viel Hype sorgte, dann aber direkt in Ernüchterung überging. Medieval 2 ist übrigens auch schon wieder 20 Jahre alt. Oh Mann. Jedenfalls Ernüchterung deshalb, dass ein dritter Teil jetzt zwar endlich kommen soll, sich aber erst in einer sogenannten Early Pre-Production befindet und somit noch Jahre von einem Release entfernt sein dürfte. Das Ganze erinnert so ein bisschen an die Elder Scrolls 6 Ankündigung von vor ein paar Jahren, obwohl damals schon klar war, dass das Spiel noch 10 Jahre braucht, bis es dann irgendwann vielleicht mal erscheint. Medieval 3 soll kommen, basiert momentan aber nur auf losen Ideen und Konzeptzeichnungen. Man hatte also dieses Event zum 25. Geburtstag und einfach nicht genug Material, um das Ganze mit Leben zu füllen. Nicht mehr und nicht weniger. Ob man sich damit jetzt einen Gefallen getan hat, bleibt mal dahingestellt. Fans der Serie werden sich aber sicher trotzdem irgendwo freuen. Pioneers of Pagonia's full release will have a new story campaign with 30+ hours of gameplay. So, Wochenrückblick fertig und jetzt schnell wieder rüber nach Pagonia, denn wenn alles klappt, werdet ihr meinen Test für die 1.0 Version schon am Dienstag begutachten können. Natürlich inklusive der mit Spannung erwarteten Kampagne. In diesem Sinne, schönes Restwochenende und bis dann. And bring back hope to those who are trapped within it.